Wie beginnt man am besten einen Film? Das wüsstest du, hättest du im Bio gerade besser aufgepasst. Das war ein Longtake. Ein was? Nun, eine Aufnahme von über 4 Minuten ohne einen einzigen Schnitt. Man kennt sowas in Extremen aus Birdman oder Victoria. Filme, die vollkommen ohne Schnitte gefilmt wurden. Keine Möglichkeit für Fehler zwischendurch, totale Absprache von allem und jedem. Doch, wie bekommt man sowas hin? Und vor allem, warum? Das ist völlig geisteskrank. Da ich gewissermaßen berüchtigt bin, andauernd Longtakes zu verwenden, werde ich genau das hier in diesem Video beantworten. Und dazu erzählen, wie es auch mal ganz schnell in die Hose gehen kann. Von der Anfangsidee des anfangs gezeigten In Retrospect of Sudden Death änderte sich im Laufe der Planung sehr viel. Was aber bis zum fertigen Film blieb, war der Beginn des Films. Ein Schüler auf seinem Nachhauseweg, wobei an verschiedenen Gefahren und Leuten, alles in einem einzigen Take. Pass mal auf, wo du langläufst, Junge! Kein Wunder, viele guten Filme beginnen mit einer sehr langen Aufnahme. Sogar Blockbuster wie Avengers Age of Ultron. Gut, schlechtes Beispiel, weil schlechter Film, aber die ersten paar Minuten waren schon ziemlich cool. Und da steckt auch etwas dahinter. Lange Aufnahmen wirken auf den Zuschauer wie das reale Leben. Kein Perspektivwechsel auf Knopfdruck. Schonungsloses Zeigen in Echtzeit. Der Zuschauer ist in gewisser Weise gefangen mit den Charakteren. Das führt dazu, dass man sich in ihre Lage besser hineinversetzen kann. Perfekt für den Anfang eines Films. Es gibt viele verschiedene Verwendungsmöglichkeiten für Longtakes. Bei traurigen Szenen zum Beispiel kann wenig Bewegung den gewünschten Effekt erzielen. In unserem Fall wollten wir versuchen, ohne echten Schnitt die Effekte von Schnitten darzustellen. Dafür gibt es einen Trick namens Blocking. Dabei benutzt man Kamerabewegungen und Bewegungen der Charaktere, um verschiedene Bilder innerhalb des einen Takes zu schaffen. In dieser Szene sieht das so aus. Es beginnt in einer Totalen, wo man 2 Charaktere reden sieht. Nach einem Übergang sieht man 2 weitere Charaktere reden an einem anderen Ort, wo die Farbgebung einen aggressiveren Ton hat. Daraufhin wieder ein Einzelbild des einen Charakters, der mit einem Schwenker in einen beinahe Autounfall übergeht. Es geht weiter hinter dem Charakter, wo die Kamera ihm immer näher kommt. In einer Gasse bleibt die Kamera stehen und überlässt dem Schüler seinem Schicksal, während eine mysteriöse Gestalt das Bild betritt. Auf die Hand dieser schwenkt die Kamera nun. Insgesamt also um die 8 Einstellungen in einem einzigen Shot. Am besten gehen solche Aufnahmen mit einem Gimbal oder einer Steadicam. Das sind günstige Stabilisierungshilfen für flüssige und gerade Kamerafahrten. An einem sonnigen Sonntag starteten wir also an der Schule, wo der Take beginnt. Extrem erfolglos, wir schafften es gerade mal bis zur Straßenecke. Bei sowas kann eben viel schief gehen, und wie wir schmerzhaft merkten, reichte der Zeitraum von etwa 3 Stunden einfach nicht aus. Die Takes, die am weitesten gingen, zeigten, wie die beiden Charaktere, die im Drehbuch wütend auseinandergehen sollten, sich versehentlich versöhnten. Aber ich versuche mir echt mehr Mühe zu geben. Nee, also ganz ehrlich, Bill. So waren wir am nächsten Sonntag wieder dort. Und nach mehreren Stunden Arbeit schafften wir es tatsächlich. Es gab 2 völlig durchgehende Aufnahmen, unter denen ich mich entscheiden konnte. Oh Gott. Solche Sicherheitstakes sind sowieso immer sehr wichtig. Nicht selten merkt man nämlich viel zu spät, dass etwas doch nicht funktioniert hat und steht ohne was Brauchbares da. Bei solchen Aufnahmen gibt es auch viele Details. Für das Ende der Szene brauchten wir zum Beispiel eine mysteriöse Gestalt, die sich am Straßenrand versteckte, um nicht vorher schon aufzufallen. Sobald ich bei dem Auto an dem Charakter drehte, stand die Gestalt auf und folgte mir. Bis hin zu der Gasse, wo sein Auftritt auf ihn wartete. Außerdem gab es in der Szene ja ein brisantes Auto, was ohne Schnitte eine gefährliche Sache werden konnte. In einem anderen Film drehte ich sowas in der Art mit versteckten Schnitten. Die Kamera schwenkt so schnell, dass der Schnitt nicht mehr zu erkennen ist. In Retrospect of Sudden Death machten wir es anders. Eine Person stand am Auto und gab dem Fahrer genaue Anweisungen. Man merkt, dass bei solch einem Longtake-Dreh sehr viel schief gehen kann. Lohnt sich das überhaupt? Letztendlich war die Aufnahme trotz anfänglicher Probleme wohl eine der gelungensten, die im Film vorhanden ist. Und die Lieblingsszene von etlichen Personen. Und auch innerhalb des Films passt sie perfekt. Die Ereignisse, die man sieht, enthüllen sich in der Szene darauf, die normal geschnitten ist, als rein hypothetischer Vorgang eines Charakters, den er seinen Mitmenschen eröffnet. Und genau dafür passt ein Longtake perfekt. Ein langgezogener Gedanke, eine Story innerhalb einer Story. Es erschafft gleichzeitig das Gefühl eines Traumes und wirkt durch seine Unkünstlichkeit real. Und vorausgesetzt man kennt seinen Text, ist es für viele Schauspieler sogar einfacher zu spielen, weil sie direkt den Kontext um sich herum bekommen. Das führt zu langen Redeschwallen und meisterhaften schauspielerischen Leistungen.
Longtakes muss man nicht immer machen. Vor allem sollte man sie nicht nur des Longtakes Willens tun. Wenn man seiner Geschichte jedoch damit etwas hinzufügt und die Effekte eines Longtakes entsprechend nutzt, kann daraus etwas Wunderbares werden.